St. Peter-Ording. Für viele der Homespot zum Kitesurfen, Windsurfen, Wingfoilen oder Wellenreiten. Abwechslungsreiche Bedingungen, viel Platz und eine einzigartige Landschaft machen diesen Nordseespot zu einem absoluten Highlight an der Westküste Schleswig-Holsteins. Tatsächlich handelt es sich bei St. Peter-Ording genau genommen um die 3 unabhängigen Spots St. Peter-Böhl, Südstrand und Hauptstrand, die wieder jeder für sich selbst in einer Session viel Abwechslung bieten können. Denn durch die Gezeitenwechsel ändern sich die Spots sogar manchmal in einer einzigen Session erheblich selbst. St. Peter zählt auch weltweit mit zu den besten Spots. Und so wundert es nicht, dass mit zunehmender Anzahl an Wassersportlern bei Wind mit westlichem Einschlag viele Hamburger, Kieler, Flensburger und sonstige Nordlichter hier an die Küste kommen. Die absolute Mehrheit von uns Wassersportlern geht dabei sehr verantwortungsvoll mit dem Spot im Nationalpark Wattenmeer um. Es gilt das Motto Love it like a local. Und Respekt vor der Natur, anderen Gästen und den lokalen Regeln gehören für uns schon sehr lange zum guten Ton. Leider haben wir für den nachhaltigen Trip zum Spot und auch für das gemeinsame Lebensgefühl unter Gleichgesinnten an der Küste zunehmend ein Problem. Und zwar immer dann, wenn die Sonne abends im Meer im Westen untergeht. Hi, hier ist Nico von Surf Life Fusion. Und ich habe mal dieses Special gemacht, eine Spot Reviews, weil es mich tierisch angekekst hat neulich, dass man nicht mal mehr irgendeine Chance hat, in St. Peter zu übernachten. Es ist einfach mega schwer gerade. Wir haben Mitte März 2021, als ich dieses Video aufgenommen habe. Und klar, aktuell ist Corona-Lockdown. Lasst uns das einmal ausklammern. Völlig klar, Corona-Regeln sind einzuhalten und jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er in seinem Bulli, Van oder Wohnmobil alleine ans Meer fährt und dort Individualsport auslöst. Also das vielleicht mal ausgeklammert. Und natürlich macht es die Situation schwieriger, denn alle normalen Übernachtungsplätze, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze sind dadurch nicht zugänglich. Gleichzeitig bin ich aber echt frustriert, weil es gibt einfach keine Möglichkeit, selbst wenn man aus dem Ort rausfährt und in der Distanz einen Parkplatz sucht, dort ordentlich nach allen Regeln, die man eben einzuhalten hat als Camper, einen Übernachtungsplatz zu finden. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich weiß, auch auf Facebook und in anderen Foren wird das Thema gerade ziemlich wild diskutiert, einfach mal gemeinsam zu checken, welche Plätze gibt es denn grundsätzlich, auch zu Nicht-Corona-Zeiten, und was sind die Optionen, von denen ich gehört habe, die ich vielleicht auch schon selbst ausprobiert habe und von denen ich weiß, dass sie leider aktuell meistens nicht funktionieren. Und ja, mein Anliegen ist, dich davor zu warnen, in die eine oder andere Falle reinzutippen, die es geben kann, wenn du auf der Suche bist abends nach einem Schlafplatz. Und ich hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen, wieder eine schöne Stelle zu finden und auch für den Sommer uns Möglichkeiten zu erschließen, den Abend und die Nacht an der Küste zu verbringen. Denn ich glaube, danach sehen wir uns alle ziemlich stark aktuell. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ich hoffe, das Video kann dir helfen. Wenn ja, gib gerne ein Like. Schreib auch deine Kommentare unten rein, welche Erfahrungen du gemacht hast, welche Tipps du geben kannst. Denn so helfen wir uns Wassersportler untereinander bei diesem aktuell leider ziemlich schwierigen Thema gut weiter. Also, bis bald auf dem Wasser. Okay, wir fangen mal mit der guten Nachricht an. Das Parken tagsüber, auch zu Corona-Zeiten, ist denkbar einfach. Insbesondere nach dem 15. März, denn dann ist offiziell das Strandparken wieder erlaubt. Und wenn ihr hier schaut, das ist der Spot St. Peter-Böhl, seht die lila Zufahrtsstraße über den Deich und dann geht's runter direkt zum Parkplatz mit Zugang zum Spot St. Peter-Böhl. Bisschen weiter oben, nicht wirklich richtig Strandparken, da ist der Spot Südstrand. Erreichbar auch über die Straße, die ihr hier seht, zum Südstrand, kurz über den Deich. Hier kommt er nicht ganz so nah ans Wasser und ihr seht den mit P eingezeichneten Platz und ab da parken den
Reststuff nach unten tragen zum Spot. Das richtige Original-Strandparken ist dann wiederum möglich oben am Hauptstrand, hier ziemlich groß eingezeichnet als Dreieck, erreichbar auch über die Zufahrt Utholmer Straße oder die Straße am Deich, das ist sozusagen der nördlichste Part. Über den Deich drüber, geht aus 2 Richtungen und dann könnt ihr hier entweder vorm Deich parken, das ist etwas günstiger, oder auch wiederum das Strandparken nutzen und auf dem Strand parken. Alternativ, bekannt als Der Bauer, offizieller Name Parkplatz Hungerham, hier im Norden, auch hinterm Deich, kann man tagsüber parken, über den Deich laufen und nördlich auf den Strand gehen. So das Bild also tagsüber. Grundsätzlich überhaupt kein Problem. Auf der Webseite von St. Peter-Ording kann man auch mal nachschauen. Einfach googeln, Strandparken St. Peter-Ording. Da sind alle Rahmenbedingungen beschrieben, die es gibt, dafür, dass man auf den Strand fahren darf. Kostet aktuell pro Tag 8 Euro pro Fahrzeug und dann kommt noch die Kurtaxe pro Person hinzu. In der Nebensaison sind es 2 Euro, in der Hauptsaison sind es 3 Euro pro Person. Es gibt bestimmte Limitationen, was das Gewicht eures Fahrzeugs anbelangt, mit dem ihr auf den Strand fahren dürft. Und wie gesagt, echtes Strandparken gibt es in St. Peter-Böhl und am Hauptstrand. Am Südstrand kommt ihr hinter den Deich auf den geteerten Parkplatz, da ist es dann noch etwas günstiger und tragt euer Equipment entsprechend vor zum Spot und könnt von dort aus starten. Soweit zum einfachen Teil. Jetzt lassen wir die Sonne mal im Meer versinken und den Mond rauskommen. Denn jetzt kommen all die Probleme auf dich zu, wenn du in St. Peter bleiben willst. Strandparken verboten, im Ort keine Übernachtung in Wohnmobilen oder Wohnwagen und viele weitere Einschränkungen. Das heißt, du musst dich auf die Suche geben nach einem Übernachtungsplatz. Fangen wir wieder mal ganz oben im Norden an. Strandparkplatz Der Bauer, Parkplatz Hungerham. Übernachtung ist hier nicht möglich und wird es wohl auch nicht wieder werden. Campingplatz Biel, den ihr hier eingezeichnet seht, direkt an der Überfahrt zum Hauptstrand. Ein großer Campingplatz. Da könnt ihr übernachten zu Nicht-Corona-Zeiten. Beachten, dass meiner Erfahrung nach da Kurzzeitbuchungen nicht möglich sind. Also da muss man wohl immer mehrere Tage reservieren normalerweise und es ist recht schwer, flexibel einen Platz zu bekommen. Alternativ hier ein kleines Stückchen weiter inlands hinter der Utholmer Straße, Campingplatz St. Peter-Ording mit großer Wiese, recht flexibel buchbar nach meiner Erfahrung. Mein Tipp für die Zeiten, in denen man wieder normal buchen kann. Dann gibt es eine Reihe von kleineren Plätzen bei der Ausfahrt vom Spot St. Peter-Böhl. Wenn ihr da zurückkommt vom Strand und euch noch im Ort befindet, seht ihr es hier, wenn ihr auf der Böhler Landstraße links abbiegt, 3 Campingplätze direkt nebeneinander, alle ziemlich klein, vermutlich viele Dauercamper. Ich habe es noch nicht probiert. Ich vermute, da wird es eher ein Glücksfall sein, dass er da spontan eine Möglichkeit findet zum Übernachten. Dann nicht zu vergessen, gibt es noch einen weiteren Campingplatz. Den findet ihr, wenn ihr nach St. Peter-Ording reinfahrt, wenn ihr aus Hamburg kommt, üblicherweise nach dem Kreisel. Da geht es ja dann nach oben und ihr kennt bestimmt das Gebiet mit dem Lidl und den anderen Supermärkten in der Ecke. In der Straße hinten dran, ihr seht das Camping St. Peter-Ort. Auch ein mittelgroßer bis großer Platz. Noch nicht ausprobiert, aber sicherlich eine Möglichkeit, vorbeizuschauen. Und auch hier oben die Straße, dann ein Stückchen weiter Richtung Norden, gibt es einen offiziellen Wohnmobilhafen St. Peter-Ording als Übernachtungsmöglichkeit zu Nicht-Corona-Zeiten. Die Kontaktdaten zu diesen Campingplätzen findest du alle in deiner Google Map App. Dort siehst du auch einen weiteren Wohnmobilstellplatz, ein kleiner Geheimtipp, den ich bisher noch nicht erwähnt habe. Ein sehr leckerer Geheimtipp. Und zwar findest du diesen, wenn du wieder Richtung Hamburg kommend nach St. Peter reinfährst, kurz vor dem Kreisel und der schon erwähnten Aral-Tankstelle auf der Wittendüner Allee. Stückchen weiter vorne auf der rechten Seite super leckeres italienisches Restaurant und hinten dran ein Schotterplatz, der als Wohnmobilstellplatz gilt. Ich empfehle dir, dort essen zu gehen
und zu fragen, ob du dort eine Nacht stehen bleiben darfst. Das geht natürlich auch wieder nur, du hast dir schon fast gedacht, zu Nicht-Lockdown-Corona-Zeiten. Im März und April 2021 sind diese vorgenannten Plätze leider alle nicht nutzbar, da sie aus den bekannten Gründen leider geschlossen sein müssen. Speziell in der Hauptsaison wirst du aber auch das ein oder andere Mal die Situation erleben, dass all diese Plätze ausgebucht sind oder keine kurzzeitigen und kurzfristigen Buchungen ermöglichen. Dann wirst du dir die Frage stellen, gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, wie du die Nacht oder das Wochenende überbrücken kannst? Und jetzt wird's richtig kompliziert und manchmal auch verwirrend. Ein häufig erwähnter Tipp ist der große Parkplatz an der Utholmer Straße, den ihr hier eingezeichnet seht. Eigentlich ein perfekter Platz, wenn der Campingplatz ausgebucht ist oder ihr spät ankommt. Aber ganz klar durch Schilder verboten, hier zu übernachten. Da gibt es auch kein argumentatives Schlupfloch. Das ist wirklich eindeutig. Gleichzeitig ist es aber auch genau der Platz, in der das in der Vergangenheit häufig mal toleriert wurde, dass man eine Nacht überbrückt hat, eben wenn man angereist ist und nicht auf seinen Campingplatz konnte oder es keine andere Möglichkeit gab, jetzt am Abend einen Platz zu finden. Voraussetzung ist, kein Campingverhalten zu zeigen. Brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Der Grill, die Stühle und alles andere bleiben drin und natürlich möglichst leise und unauffällig verhalten, keinerlei Müll hinterlassen, alles was dazugehört. Aber Vorsicht, aktuell ist es garantiert nicht toleriert und ihr habt ein hohes Risiko, dort nachts von der Polizei Besuch zu bekommen und entsprechend Strafe zahlen zu müssen. Größenordnung 100 € plus 28,50 € Bearbeitungsgebühr, was ich so gehört habe. Gleichzeitig gibt St. Peter-Ording auf seiner Facebook-Seite, die ich euch empfehle mal zu besuchen, habt ihr auch immer weitere aktuelle Infos, genau für diesen Parkplatz eine Perspektive. Hier findet ihr auch erstmal allgemein die Info und auch die Strafe von 100 plus 28,50 € nochmal bestätigt für das Parken in der Ortslage. Aber genau für den Parkplatz Utholmer Straße, der hier explizit erwähnt ist, wird eine Perspektive geschaffen, dass in den Sommermonaten, genannt ist Juli und August, eine einmalige Übernachtungsmöglichkeit gegen Gebühr geschaffen wird zwischen 22:30 und 7:30 Uhr. Es ist allerdings auch erwähnt, dass das geknüpft ist an eine Campingplatzbuchung und es nur genutzt werden kann, wenn man anreist und der Campingplatz dann schon geschlossen hat. Also ein erster Lichtblick in eine richtige Richtung, aber an viele Bedingungen geknüpft und auch Monate Juli, August sind erwähnt und das Ganze ist sicherlich noch nicht komplett spruchreif. Aber ich finde es bemerkenswert und es geht aus meiner Sicht ja in die richtige Richtung. Warum nicht, vielleicht auch etwas außerhalb der Ortslage, genau solche Möglichkeiten schaffen, an denen wir übernachten können. Der Vollständigkeit halber gebe ich dir jetzt noch Tipps, um ein paar Fallen zu vermeiden. Du kannst natürlich auch auf die Suche gehen in Google Maps oder anderen Kartensystemen und wirst finden, aha, da gibt es ja noch mehr Parkflächen, die ich mal ausprobieren kann. Ein Kandidat mag beim Suchen sein, hier am Strandweg der Parkplatz, am Strandübergang zum Strandsegelclub. Da ganz klarer Fall, nicht parken, wird dich das gleiche Schicksal ereilen und du wirst eine Strafe bekommen. Auch beliebt am Kurpark in der Sackgasse mit dem Kreisel sein Glück zu versuchen. Aktuell definitiv nicht zu empfehlen. Ja, und dann meint man, wenn man aus dem Ort rausfährt und sich entfernt, ist man ja nicht mehr in der Ortslage und auch außerhalb des Nationalparks und parkt hier an der Landstraße Wittendüner Allee. Das ist die Abzweigung Richtung Strand Böhl. Da ist ein großer regulärer Parkplatz. Keinerlei Einschränkungen, großes P-Schild, keine anderen Schilder, die irgendwie erkennbar machen würden, dass es hier ein Naturschutz-, Landschaftsschutzgebiet oder sonst was ist. Auch ist dort das Übernachten nicht explizit verboten. Es ist auch keine Einschränkung auf Fahrzeugtyp vorhanden. Und dennoch bekommt man
nachts Besuch von der Polizei und wird darauf aufmerksam gemacht, dass man hier nicht stehen darf, schon gar nicht übernachten. Wenn dem so ist, finde ich es extrem schade und persönlich auch sehr unfair, dass das nicht klarer gekennzeichnet ist an solch einen Parkplatz, an dem man nach Straßenverkehrsordnung parken kann, auch übernachten, wenn es zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit dient. Ich denke da zum Beispiel an Wohnmobilfahrer, Vanfahrer, Bullifahrer, die aus Richtung Dänemark entlang der Landstraße reisen und hier dann zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit stehen wollen und anschließend überrascht werden von dieser Regelung, die sicherlich ihre Gültigkeit hat. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Dennoch gibt es kein vertretbares Mittel, wie man dessen sich Kenntnis verschaffen soll, wenn man sich an alle Regeln halten möchte. Und das finde ich sehr schade und finde ich, sollte man, so wie es dann auch im Ort St. Peter-Ording ja klar gekennzeichnet ist, vielleicht hier auch kenntlicher machen. Das würde für mich auch das ungute Gefühl ausräumen, dass man eventuell hier auch eher an den Ordnungsgeldern interessiert ist, als tatsächlich eine klare und transparente Regelung zu schaffen. Nach längerer Suche ist es mir dann doch noch gelungen, eine offizielle Quelle zu finden. Und zwar habe ich gegoogelt Landschaftsschutzgebiete Schleswig-Holstein. Dann komme ich tatsächlich auf die Webseite vom Land Schleswig-Holstein und da gibt es einen Link zu einem interaktiven Kartengenerator. Da kann man entsprechend Schutzzonen anklicken. Ich habe jetzt hier mal gewählt Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturpark, Biosphärenreservat, Nationalpark. Da sollte also alles so dabei sein. Ja, jetzt wird es ein bisschen tricky mit dem Zoom, also ist nicht gerade wirklich einfach zu bedienen. Deswegen spule ich auch gleich mal ein Stückchen vor. So, geschafft. Jetzt sehen wir zumindest mal die Eider-Halbinsel. Naja, und man sieht, okay, da ist die Eider tatsächlich eingezeichnet und auch der Nationalpark in der rot schraffierten Zone. Jetzt möchte ich mir das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Was man leider auch sieht, ist, dass die Straßen nicht eingezeichnet sind, auch nicht die Parkplätze. Das wird schon mal ein bisschen anspruchsvoller, jetzt genau rauszufinden, wo darf ich eventuell zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit denn wohl anhalten. Ja, und du siehst schon, ich habe versucht wieder ran zu zoomen, aber das funktioniert hier nicht so toll, also müssen wir wieder den Vorspulmodus aktivieren. Und oh Wunder, eben gezeigter Parkplatz am Eider Sperrwerk ist nicht mal selbst auf dieser Karte in irgendeiner Schutzzone eingezeichnet. Und das gleiche gilt, nur extrem schwer zu definieren, für den erwähnten Parkplatz und gezeigten Parkplatz an der Landstraße an der Abzweigung zum Spot St. Peter-Böhl. Auch wenn man hier näher reinzoomt, ja, da ist noch die rote Zone eingezeichnet vom Nationalpark, aber wo bitte läuft denn da die Straße lang? Wo genau ist der Parkplatz? Einfach nicht zu erkennen. Ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video etwas Transparenz geben konnte. Vorsichtshalber sage ich da hinzu, dass ich keine Garantie übernehmen kann für die Richtigkeit der Dinge, die hier im Video genannt wurden. Das ist einfach nach bestem Wissen und Gewissen, was ich so in letzter Zeit rausgefunden habe. Und ich hoffe sehr, dass ich dich davor schützen kann, in die ein oder andere Falle zu laufen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall trotzdem immer eine tolle Zeit am Wasser. St. Peter ist nach wie vor ein genialer Spot und ich würde mich sehr freuen, wenn wir eine Lösung finden können, gemeinsam mit den Verantwortlichen aus St. Peter-Ording, dem Land Schleswig-Holstein, im Sinne des Naturschutzes, aber auch im Sinne des Wassersports und dem, was viele von uns so leidenschaftlich eben gerne machen in St. Peter-Ording. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonniere gerne meinen Kanal, hinterlasse einen Kommentar oder ein Like und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald auf dem Wasser wiedersehen.